523 Tage, so lang sind wir jetzt unterwegs und fast 120 davon waren wir in Kambodscha. Es war eine lange Zeit und keine leichte. Die Suzuki ist endgültig kaputt gegangen. Es gab keine Chance mehr, mit ihr weiterzufahren. Für sie endete die Reise hier in Kambodscha. Bald wird sie per Schiff zurück in die Heimat gehen und zurück bleibt die Honda. Unsere Reise nach Malaysia geht nun getrennt weiter, mit Bus und mit Motorrad. Doch bevor dieses Kapitel schließen, machen wir noch einen letzten Stopp. Angkor Wat, das beeindruckende Wahrzeichen des Landes und tausende weitere Tempel in dieser einzigartigen Gegend. Ein würdiger Abschluss für unsere Zeit in Kambodscha. Ein letztes Mal tauchen wir ein in die Schönheit dieses Landes, genießen die Kultur, die Geschichte und die Begegnung mit all den Menschen, die diese 4 Monate trotz aller Probleme fast wie ein Zuhause haben wirken lassen. Doch unser Visum läuft ab und so geht die Reise weiter, getrennt Richtung Laos auf dem Weg nach Thailand. So, ein neuer Morgen für uns zwei. Wir sind körperlich komplett K.O. Ich habe noch nie so viel Muskelkater in meinem Leben, wie nach dem Motocross-Fahren gestern. Es ist richtig krass, es tut alles weh. Wir konnten auch nicht schlafen, weil alles so weh tut. Allein Blasen an den Händen und diese Bewegung geht gar nicht. Es ist richtig schlimm. Allein meine Beine haben so weh getan, ich konnte nicht schlafen, weil alles so weh getan hat. Nichtsdestotrotz fahren wir gleich mit dem Motorrad weiter, wollen uns noch mehr Tempel anschauen. Tuk-Tuk fahren ist zu teuer, also fahren wir einfach mit der Honda durch die Gegend. Wird gut sein, was die Muskelkater angeht. Ja, bestimmt. Freuen wir uns schon drauf, da fahren wir gleich los. Leider haben wir jetzt halt ein Setback wieder bekommen wegen Thailand, weil wir waren eigentlich gerade auf dem Weg nach Thailand. Und die haben jetzt mal wieder ihre Gesetze geändert. Das haben die jetzt im letzten Jahr ziemlich oft gemacht und jetzt, ist es halt ziemlich teuer geworden. Also A, wollen die, dass man einen Guide hat. B, wollen sie bestimmte Dokumente haben, die ich nicht habe. Also die akzeptieren meinen internationalen Führerschein nicht. Die akzeptieren meinen Zulassungsschein nicht. Das heißt, ich brauche spezielle Dokumente, die ich nicht habe, die ich mir erstmal organisieren muss, die auch ziemlich viel Geld kosten. Dazu kommt dann, dass die einen Guide wollen, wie in China. Der kostet auch nochmal um die 1.000 Euro. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist 1.300, 1.200 Euro. Und dazu kommt dann auch noch dieses VfP, was auch nochmal 250 Euro kostet. Ich glaube, Thailand Einreise kostet insgesamt so um die 2.000 Euro, 1.500 und das ist halt brutal teuer. Dafür, dass ich nicht einreisen darf, dafür, dass ich dann mit einem Guide fahren muss. Es ist halt echt frech einfach. Nur es ist komplizierter wie in China, jetzt wissen wir nicht, wie wir weitermachen sollen. Mal wieder. Ja. Ja, also Fakt ist, wir müssen das Land verlassen, so oder so. Aber wie es wirklich weitergeht, wissen wir noch nicht. Ja, aber wir sehen es halt nicht ein, 2.000 Euro zu bezahlen, dass ich nach Thailand einreisen darf, was vor ein paar Monaten noch völlig normal war und erlaubt war. Ein Land auf der Welt stellt sich so an, dass sie meinen Führerschein nicht akzeptieren, meinen internationalen Führerschein nicht akzeptieren, den eigentlich jedes Land akzeptiert, und dass sie meinen Fahrzeugschein nicht akzeptieren. So, ersten Tempel erreicht, den Kravan-Tempel. Es ist echt extrem. War eine qualvolle Fahrt hierhin, aber wir haben uns überlebt. Honda hat sogar angesprungen trotz der Batterie. Schauen wir uns mal an. Hier gibt es echt so unfassbar viele Tempel. Es ist fast schon zu viel Tempel, was es hier gibt. Und es waren natürlich auch alles Städte und Bauten drumherum. Haben wir gestern von unserem Tourguide gelernt. Und ja, gucken uns heute noch ein paar Tempel an. Dann müssen wir aber bald wieder zurück ins Zimmer, weil wir heute einfach wegen den Thailand-Papieren noch ein bisschen rummachen müssen und eine Lösung finden müssen, wie das jetzt weitergeht, weil wir müssen halt morgen von hier los, auf jeden Fall, weil wir haben dann noch 3 Tage Visa hier übrig. Ja, wie immer wunderschön dekoriert, verziert. Die Verzierungen sagen dir auch, was der Tempel macht, haben wir gestern von einem Guide gelernt. Je nachdem sagte dir, aus welcher Zeit er stammt, die Verzierungen, ob er hinduistisch, buddhistisch ist und welchen Zweck er erfüllt hat, erkennt man an den Bildern. Auch wunderschöne Statuen. Ja, der Tempel gestern zum Beispiel, wo wir waren, das war im Dschungel mit dem Motorrad, das war ein Krankenhaustempel. Da hat man eigentlich Bilder gesehen, wie Menschen behandelt wurden. Und der diente halt einfach zur Heilung, meistens meditativ und nicht medizinisch, aber ja, leider haben wir nicht genug gelernt von dem Guide, dass wir das selber deuten können.
Während hier wunderschöne Musik spielt, die uns hoffentlich nicht gleich einen Copyright-Strike geben wird, haben wir den nächsten Tempel erreicht. Ja, hier ist auch schon ein bisschen touristischer. Das sieht man ja mit der Musik. Sehr viele Touristen sind hier. Ja, wahrscheinlich ein schöner Tempel, den wir gleich sehen. Ja, wir haben auch immer wieder das Wort Tomb Raider gehört. Anscheinend haben die mal was gedreht oder wurden inspiriert von irgendwas hier. Und das ist vielleicht der Tempel. Wir wissen es nicht. Wir kennen Tomb Raider nicht. Wir kennen nur den Namen. Mal wieder ein völlig verrückter Tempel mit einem riesigen Baum, der rauswächst. Der da nicht mehr ganz so lebendig aussieht. Wir machen uns mal auf den Weg rein. Aber ich glaube, der Baum ist Teil der Ruine geworden. Sieht spektakulär aus. Alleine auch dieser Baum mit diesem riesigen Wurzelgeflecht, der ja auch die Steine richtig raushebt. Die Natur hier ist wirklich völlig anders. Wirklich verrückt. Diese Orte sind echt einmalig. Nur wir haben jetzt schon wirklich so viele Tempel gesehen, dass nicht mehr ganz aufnahmefähig sind. Heute nicht. Besonders nach gestern, ja. So, wir stehen jetzt im Innenhof und da können wir den riesigen Baum sehen, der hier rauswächst. Das ist echt absolut verrückt. Ist halt, glaube ich, echt tot leider, aber das ist echt ein sensationales Bild, was sich hier vor uns gibt in diesem alten Tempel, diesen riesigen Baum, der da rauswächst, der auch tonnenschwer sein muss, der sich da seine Wurzeln durch die Steine gezogen hat. Das ist echt komplett verrückt. Wunderschönes Gebäude. Ist halt leider gesperrt, weil ich mal schätze, dass es einsturzgefährdet ist. Hinter uns ist auch noch irgendwas, das schauen wir uns gleich an und dann geht es einfach mal weiter. Der Innenhof bietet wirklich einen völlig verrückten Anblick. Diese Figuren und Verzierungen überall und dann diese Ruinen hier mitten im Dschungel mit wirklich völlig verrückten Bäumen, die sich hier durchschlängeln und durchwachsen. Riesige Teile einfach. Dieser Baum ist bestimmt 5 Meter breit, wenn nicht breiter da unten. Das ist völlig verrückt, dass man halt auch überall rein darf. Das sieht teilweise so lebensgefährlich aus, in diese Gebäude reinzugehen, wo schon riesige Steine unten drin liegen. Aber es gibt einfach kein Limit. Man darf hier entdecken und schauen, wie man will. Das ist wirklich super beeindruckend, wie das aussieht. Da kam schon mal was runter. Ja, wie hier die Natur und die Ruinen im Einklang sind. Das ist unglaublich, hier durchzugehen. Das ist halt auch überhaupt nicht touristisch. Das ist eines der schönsten Sachen, dass es hier so ruhig ist. Man wirklich auch die Vögel zwitschern hört. Und dann halt diese Natur, dieser Ausblick. Wow, das sind echt wirklich krasse Bilder. Das ist echt unglaublich. Da kommt man durch so ein Riesengebiet durch, dann wieder diese kleinen verrückten Gänge mit diesen Steinen und dann kommt man wieder in ein riesiges Gebiet. Es hört einfach nicht auf, es wird größer und größer. Es ist echt faszinierend. Das einzige Problem, das Einzige, was nicht faszinierend ist, unser Muskelkater, den wir heute haben, der uns einen gewaltigen Strich durch die Rechnung macht. Aber es ist echt unglaublich. Zack, wieder riesiges Areal. Das ist unglaublich. Das Einzige, was noch wirklich schön hier wäre, wären ein paar Schilder, die erklären, was abgeht. Ja, weil irgendwie wissen wir nicht viel. Oh, da hinten ist Da hinten ist ein Schild, ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist das erste Schild, was ich auch gesehen habe, ja. Mal wieder hier ein riesiger Vorhof, das ist echt ein riesiges Gebäude hier. Mit einem riesigen Baum mal wieder, der mitten auf einer Mauer wächst und das irgendwie so viele Meter in die Höhe mit gigantisch großen Wurzeln und überall diese Türme, das ist echt unglaublich. Ist sehr interessant. Es ist so verschachtelt hier, aber doch so groß, das ist echt unglaublich. So, hier ist der Eingang auf der anderen Seite. Wir sind ja vorhin von der anderen Seite rein. Jetzt sind wir einmal quer durchgelaufen. Ja, aber echt sehr interessant zu sehen. So was haben wir davor auch noch nicht gesehen, so wie hier. Ja, und jetzt geht es halt wieder einen ganzen Weg einmal zurück, weil das Motorrad natürlich auf der anderen Seite steht. Aber ist ja ein schöner Weg. Uns nicht beschweren, dass wir nochmal alles sehen dürfen. Es ist wirklich ein besonderer Ort hier. Und wenn man denkt, wie alt es ist und wie einmalig das ist schon echt wunderschön. Und man kommt auch wirklich billig hierher. Also nachdem wir jetzt so lange hier stuck waren, haben wir auch ziemlich viele Möglichkeiten erfahren. Und man kann halt echt für 200 bis 300 Euro hierher fliegen. Mit der Etihad. Das ist schon echt... Es ist es wirklich wert, sich hier anzuschauen. Weil allein hier stehen so viele Tempel, dass man 2-3 Wochen nur Tempel forschen kann. Das ist echt unglaublich. Und dann kommt man halt wieder durch diesen Gang durch und wieder ein wirklich beeindruckendes Bauwerk. Das ist echt besonders hier. Und, muss ich ehrlich sagen, wir waren jetzt so lange hier und wir hatten auch ein paar Probleme hier in dem Land, aber die Menschen waren echt richtig glücklich und nett. Und vielleicht bleiben wir noch länger hier. Ja, wer weiß, vielleicht sind wir noch mal einen Monat hier. Ja, oder 2.
So, wir sind jetzt mit der Honda hier nochmal eine Runde um den Babylon-Tempel herumgefahren. Eine Ehrenrunde, dass es die Honda auch mal sehen darf. Wir sind auch wieder Affen unterwegs, wir müssen aufpassen. Das ist mit der Honda, dass die da keinen Schmarrn bauen. Und ja, die Honda ist jetzt auch mal gesehen. Sie ist da aus Deutschland bis nach Kambodscha zu den uralten Tempeln gefahren, unglaublich. Jetzt geht es für uns direkt nach Hause, müssen die Papiere für Thailand machen, dass die Reise auch weitergehen kann, aber wir haben es geschafft. So, guten Morgen zusammen. Ich bin mal wieder um 7 Uhr aufgestanden. Der zweite oder dritte Tag in Folge ist echt ein Rekord. Also ich glaube, ich wäre gerade zum Frühaufsteher. Keine Angst, weil ihr seht schon, dass ich in der Werkstatt stehe. Ich bin mit dem Guide und mit der Honda in der Werkstatt. Es sieht ziemlich düster aus, aber es ist nicht düster, keine Sorge. Meine Kette ist noch komplett kaputt, schon seit Laos. Die macht schreckliche Geräusche und die lasse ich tauschen. Ich habe jetzt zum Glück eine Ersatzkette damals gekauft in Laos und ein ganz netter Zuschauer hat mir ein neues Ritzel geschickt auch. Das ist extrem wichtig, weil die Ritzel kriegt man nicht. Und mein Reifen ist komplett unten. Der ist gefährlich unten. Der ist halt auch richtig eingerissen. Also abgesehen davon, dass er halt wirklich kein Profil mehr hat, hat er halt auch richtig tiefe Risse bekommen, wo man reinschauen kann. Trotzdem einer der besten Reifen, die ich je in meinem Leben hatte, weil dieser Reifen hat mich von Deutschland bis hierher gebracht. Der ist 40.000 oder 50.000 Kilometer drauf gewesen. Nur auf dem Pami hatte ich den drauf. Das ist wirklich ein unglaublich guter Reifen. Hätte ich niemals gedacht, dass Motorradreifen so lange halten kann. Deswegen habe ich ja damals den Reifen in Deutschland mitgenommen, weil ich dachte, dass der recht schnell abgefahren ist. Weil dieser Reifen wollte einfach nicht aufgeben und hat mich wirklich 1,5 Jahre, 50.000 Kilometer um die Welt begleitet. Ist ein Mieters. Ich habe keine Ahnung welcher. Ich will auch keine Werbung machen, ich bekomme gar kein Geld von denen, aber es ist wirklich ein richtig guter Reifen für alles. Oh, meine Felge hat hier einen Schlag. Wirklich ein Reifen, der alles mitgemacht hat. Unglaublich. Und ja, jetzt ziehe ich den Reifen drauf, neue Kette drauf. Dann geht es nämlich heute nach Laos. Ich hoffe, dass ich Laos erreiche. Ich weiß nicht, was der Marc macht. Ich glaube, der ist schon auf der Suche nach dem Bus. Das wird jetzt heute ein bisschen tricky, dass wir uns wieder treffen. Auch die ganze Organisation ist ein bisschen schwierig. Wir müssen mal gucken, was der Tag bringt. Aber ja, froh, dass ich jetzt gleich eine neue Kette habe und richtig gute Mechaniker, die sich jetzt hier um die Honda kümmern. Aber die Ersatzteilliste wird immer länger für das Bike. Das ist echt schade. So, ich glaube, die Mechaniker sind fertig. Die haben wirklich einen richtig guten Job gemacht. Höchsten Respekt. Das war echt super professionell. Jetzt ist der Marc hier dazugestoßen. Der hat Werkstätten schon vermisst. Ja, weil ich wollte eigentlich zur Busstation, bin auch mal hier kurz vorbei und es hat sich herausgestellt, dass heute gar kein Bus mehr fährt nach Laos, sondern erst wieder morgen um 8 Uhr, es fährt immer nur eine am Tag. Deshalb kann ich heute jetzt nicht mehr losfahren. Hätte ich mich noch besser darum gekümmert, mich informiert. Ja, bisschen blöd jetzt. Ja, ärgerlich. Wahrscheinlich werde ich trotzdem vorausfahren, noch 4 Kilometer nach Laos. Wahrscheinlich schaffe ich das eh nicht an einem Tag. Und ich brauche dringend Zeit, die Papiere zu machen, weil für Thailand habe ich immer noch keine Einreisegenehmigung. Und da muss ich jetzt die Papiere beantragen und die akzeptieren meinen Fahrzeugschein nicht. Ich brauche einen anderen Fahrzeugschein. Der ist halt nur ein Jahr immer gültig, das heißt, ich habe den halt nicht mehr. Ich muss mir einen neuen beantragen und ich habe das Amt schon angerufen in Deutschland, aber die können mir den nicht ausstellen, wenn nicht ich persönlich vor Ort bin oder eine Person mit Vollmacht vor Ort ist. Das heißt, es ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Plus, ich habe nicht nachgefragt, weil ich habe gar keinen TÜV mehr. Mein TÜV ist abgelaufen seit schon längerer Zeit. Ob die mir das überhaupt ausstellen können ohne TÜV, weil da muss ich jetzt irgendwann finden, der nach Bad Tölz fahren kann, der mir das mit der Vollmacht abholen kann und mir dann Scan schicken kann, dass ich endlich die Papiere nach Thailand einreichen kann. Weil sobald ich das alles zusammen habe, dauert es eh nochmal über 2 Wochen, bis es dann genehmigt ist. Schwierig, aber einfach mal losfahren. Irgendwie wird es schon eine Lösung geben. So, die Afrika-Twin ist wieder fertig. Da steht sie in ihrer ganzen Pracht mit ihrem ganzen Gepäck. Es ist so schön. Ein bisschen Pflege hat sie bekommen. Das ist auch immer so schön, mit einer neuen Kette zu fahren. Besonders wenn die alte Kette so kaputt und einfach so sehr verschlissen ist und dann eine neue Kette, das ist immer so ein schönes Fahrgefühl. Und jetzt auch endlich ein Reifen ohne Risse. Der Vorderreifen muss auch durchhalten und da brauche ich glaube ich, 2 neue Reifen bald. Aber es ist echt schön. Ja. Ich hätte auch schön gemütlich den Kaffee, gehe danach zurück in dasselbe Hotel, hoffe, dass die noch einen Platz haben und dann starte ich morgen früh noch. Hi.
so geht die Reise weiter, wieder mal getrennt. Unser Ziel ist Paxil, die erste große Stadt in Laos, doch bis dahin sind es über 400 Kilometer. Es geht durch die Trockenzeit Kambodschas, vorbei an vertrockneten Feldern und durch fast 37 Grad Hitze. Immer wieder sehe ich verbrannte Flächen, Rauch in der Ferne oder Feuer direkt am Straßenrand. Ob ich heute noch die Grenze erreiche, weiß ich nicht. Laut Navi dauert die Fahrt bis zur Grenze fast 6 Stunden. Doch die Gegend, die Straßen sind überraschend leer. Ungewohnt schnell komme ich heute voran, durch diese trockene Landschaft und eine extreme Hitze. Die Honda läuft perfekt. Der Unterschied zur alten Kette und dem alten Reifen ist enorm. So geht es immer weiter, durch diese trockene und fast leere Weite. So, ich mache mal eine kleine Zwangspause auf der Fahrt nach Laos, weil mein Handy keinen Akku mehr hat. Und ohne Akku habe ich leider kein Navi. Die Honda läuft richtig gut heute. Es ist echt krass. Die läuft richtig, richtig gut. Die freut sich wieder unterwegs zu sein. Also echt alle Temperaturen passen, Spannung passt. Die klingt richtig gut. Der neue Reifen, die Kette machen auch nochmal einen echt großen Unterschied. Und ich bin hier in irgendeiner Gegend, wo echt gar nichts los ist schon die ganze Zeit. Es ist fast leer. Das ist ein richtiger Traum, weil sonst ist da eigentlich immer alles bebaut. Und hier ist halt auch, ja, es sind recht wenig Menschen unterwegs. Und dadurch ist die Straße auch recht leer, weil kaum jemand halt wohnt. Und ich kann recht schnell fahren. Ich bin jetzt schon fast in Laos. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das überhaupt schaffe heute, weil es waren ja doch fast 400 Kilometer und irgendwie 6 Stunden Fahrt. Aber mal schauen, vielleicht fahre ich heute noch über die Grenzen drüber, muss ich mal schauen, ob die Zeit da noch reicht, weil die macht um 8 zu. Aber es ist echt perfekt. Eine ganz andere Gegend, das ist brutal trocken hier und fast schon steppenmäßig. Aber es ist ja auch die Trockenzeit, ne? Als wir in der Regenzeit hier ankamen, da stand überall noch das Wasser. Ja, leider hatte das Hotel von gestern keinen Platz mehr. Jetzt bin ich schon seit längerer Zeit in der Stadt unterwegs im Zug nach einem anderen Hotel. Aber ich kann einfach nichts finden und Google Maps verarscht mich auch die ganze Zeit. Mit einem Crab-Fahrer bin ich gerade die ganze Zeit irgendwo an dem falschen Ort gelandet. Ja, jetzt muss ich was Neues suchen. Ich bin jetzt endlich in einem Hotel angekommen. Kostet $13 die Nacht, war wirklich recht leicht. Auch der Check-in, der ging sofort. Ich musste nicht mal Pass zeigen, nichts unterschreiben, gar nichts. Ich bin jetzt einfach hier bis morgen früh, bis ich dann zum Bus gehe. Eigentlich ein recht schönes Zimmer für den Preis. Ich zeig's euch gleich mal. Ja, so sieht das Zimmer aus. Nichts Besonderes. Da oben schaut ein schön so ein Gesicht an. Sonst, ja, nichts Besonderes. Schönes kleines Zimmer. Für den Preis wirklich nicht schlecht. Hier ist noch das Badezimmer. Auch schönes kleines Badezimmer. Kann man sich nicht beschweren. Für eine Nacht auf jeden Fall mehr als ausreichend. Und dann geht's morgen früh ja schon direkt weiter. Die Sonne beginnt bereits zu sinken und ich bin auf den letzten Kilometern bis zur Grenze. Es ist schwer zu glauben, aber genau auf dieser Straße sind wir damals eingereist. Durch eine grüne und völlig andere Landschaft, zusammen mit der Suzuki und zusammen mit dem Van. Vieles in diesen 4 Monaten passiert. Zu dritt sind wir eingereist und jetzt fahre ich alleine wieder hinaus. Ein komisches Gefühl. Nie hätten wir ahnen können, dass unsere Zeit in Kambodscha so enden würde. Ich genieße die letzten Kilometer in diesem Land, die Zeit, die wir hier verbracht haben, diese ungewöhnliche Ruhe um mich herum und das immer schwächer werdende Licht der Sonne. Doch irgendwann taucht die Grenze auf und die letzten Meter beginnen, bevor dieses Kapitel für mich wirklich endet. Ich bin jetzt ausgereist aus Kambodscha, das ging jetzt alles rucki-zucki, weil aber auch fast Feierabend ist. Ich habe es ziemlich punktgenau getroffen hier, die Zeit. Muss ich beeilen, auch in Laos, weil wir machen natürlich auch gleich Feierabend. Dann habe ich es echt geschafft, eine unmögliche Strecke an einem Tag zu fahren und noch eine Grenze zu überwinden. Aber noch nicht zu früh, ich habe erst die Hälfte geschafft. Oh Mann, schade. Schön war es hier. Aber auch anstrengend war es hier, ey. Aber schön. Schön und anstrengend.
So, wir zwei haben es geschafft. Wir sind in Laos drin. Da hinten sieht man noch entfernt die Grenze. Es hat sich nicht wirklich verändert hier, außer dass es halt nicht regnet. Es ist ziemlich trocken, aber die Straße sieht aus wie immer. Jetzt bin ich in Laos. Hat echt alles geklappt, hätte ich niemals gedacht. Das war eine riesige Strecke von Siem Reap hierher. Und noch über die Grenze rüberkommen, echt Respekt. Aber es hat geklappt, die Kambodscha-Seite war super nett an der Grenze. Obwohl wir illegal da geblieben sind mit dem Brief vom Premierminister und so, die haben das alles gemacht für mich. Und auch die Laos-Seite war wirklich nett. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber die haben mir sogar noch ein bisschen Geld gewechselt. Dann kann ich mir jetzt sogar das Hotel hier um die Ecke noch leisten und noch ein Bier Laos trinken und vielleicht noch eine Portion Reis. Habe ich jetzt, glaube ich, genug Geld. Echt perfekt. Jetzt war jetzt weiter und dann sind wir alle in einem anderen Land. Ich bin in Laos, der Marc ist in Kambodscha, der Luca mit dem Van ist irgendwo, ich weiß gar nicht genau, wo der ist. Auf jeden Fall nicht in Laos, nicht in Kambodscha. Ist schon krass. So trennen sich die Wege, ne? Nee, ich hoffe, dass der Marc morgen kommt. Ich werde morgen auch mal zur Grenze fahren, weil ich habe nämlich seine Passbilder dabei. Die werde ich dann morgen mal abgeben für ihn und dann treffen wir uns in der nächstgrößeren Stadt. So, keine Ahnung, was der Marc macht. Da drüben in Kambodscha. Aber ich habe ein Restaurant gefunden hier an der Straße. Und gebratene Nudeln bestellt. Sieht auch ziemlich lecker aus. Ist auch eine ziemlich große Portion für echt, finde ich geil. Ist einfach gebratene Nudeln mit Gemüse und Ei. Die esse ich jetzt. Geht schon ins Bett, ich bin echt fertig. Ja, das ist mein Zimmer. Könnt ihr auch mal einen Blick reinwerfen. Es ist überhaupt nichts Besonderes, aber es ist recht billig. Kostet 200.000 laotische Währung. Ich habe vergessen, wie die heißt. Ich glaube Dong oder irgendwie ähnlich. Ich weiß es nicht. Ist recht billig. Man sieht aber auch, dass es recht billig ist. Ja, ist ein normales Zimmer. Reicht für eine Nacht. Echt komisch, weil so lange auf der Reise und noch nie wirklich alleine gewesen. Schon echt komisch. Eigentlich teilen wir uns immer ein Bettchen danach. Ja, es ist alleine schlafen. Das letzte Mal, wir waren schon mal hier in dem Hotel. Das letzte Mal wirklich zu dritt mit dem Luca noch und dem Marc, als wir nach Kambodscha reingefahren sind. Als wir dachten, wir bleiben nur einen Monat in Kambodscha und dass sich dann alles geändert hat für uns drei, für den Marc und mich und auch für den Luca. Ja, wir waren echt eine lange Zeit da. 4 Monate waren wir jetzt da drüben. Das ist mehr als ein Vierteljahr in Kambodscha. Das ist echt unglaublich. Guten Morgen aus dem wunderschönen Siem Reap. Es ist jetzt 7:30 Uhr. Um 8 Uhr fährt mein Bus. Da kommt mein Tuk-Tuk. Dann müsste ich auch gleich da sein. Und dann, ja, heißt es Bye-bye Kambodscha. War schön hier. Das Ding ist auch mit dem Bus. Ich werde mit so einem Local-Busunternehmen unterwegs sein. Die Busfahrt geht um die 9 Stunden, glaube ich. Wahrscheinlich eher etwas länger. Es wird mal wieder, glaube ich, keine geile Busfahrt. Die letzte war auch schon nicht so cool. Aber mei, da muss man jetzt durch. Ich habe mein Ticket jetzt gekauft, aber scheinbar startet der Bus von irgendwo anders. Und mir wurde jetzt hier so ein Fahrer organisiert, der bringt mich jetzt zu dem Bus. Sehr interessant auf jeden Fall, weil der ja eigentlich um 8 Uhr losfahren sollte. Ich hoffe, das reicht alles noch. Ich habe jetzt echt noch den Bus erreicht. Mit ein bisschen Verspätung geht es jetzt endlich los und ich hoffe, dass die Busfahrt nicht allzu schlimm wird. Wunderschönen guten Morgen hier aus Laos. Ist wirklich wunderschön. Die Sonne scheint und gerade ist es sogar ziemlich ruhig. Da steht die Honda, die war auch sicher. Und ja, ich wollte eigentlich gerade duschen gehen, aber die Dusche funktioniert nicht. Das ist eine herbe Enttäuschung. In der Früh habe ich mich eigentlich schon echt drauf gefreut. Und den ganzen Morgen war echt die Hühner so laut. Jetzt ist es wirklich schön leise. Aber seit 5 Uhr morgens, 4 Uhr morgens war das so ein Krach, ey. Das war echt krass. Und da hat jemand ein Zelt aufgebaut, verrückt. Aber es war echt laut, jetzt ist es ruhig. Ja, ich trinke jetzt mal Eistee als Kaffee. Der ist aber echt geil, dieser Tee. Und dann
bevor ich mal die Honda packen, zur Grenze fahren und dann in die Stadt fahren. So, wir sind jetzt beide bereit zum Losfahren. Für uns geht es jetzt auch los. Wir fahren jetzt nochmal zurück zur Grenze, weil der Marc kommt heute Nachmittag, heute Abend dann an. Ich habe ja noch seine Fotos und so dabei. Die versuche ich jetzt gleich nochmal abzugeben und hoffen, dass die das heute akzeptieren. Der Marc dann ohne Probleme einreisen kann. Ist ein bisschen tricky, weil wir beide keine SIM-Karte für hier. Also sowohl ich als auch er sind komplett offener unterwegs. Er wird irgendwie klappen. Ich fahre nach Paxa voraus, suche dann ein Hotel. Dann müssen wir uns irgendwie koordinieren, dass er dann da abends dann zu mir kommt. Aber irgendwie wird es schon klappen und dann machen wir uns mal einen Plan. Gibt auch noch keine Informationen zu den Thailand-Papieren. Sieht alles ziemlich düster gerade aus. Jetzt fahren wir mal los. Ist ein heißer Tag, wird eine gemütliche Fahrt. Die Straßen sind halt, ja, ihr kennt's, wir sind ja den Weg schon gefahren. Der Unterschied zur Regenzeit ist aber echt extrem. Ist alles trocken, die ganzen Wiesen vertrocknet und so. In der Regenzeit stand hier überall das Wasser. Aber nichtsdestotrotz fahren wir mal schnell zurück zur Grenze und dann nach Paxa. So, ich bin in so einem kleinen, wunderschönen Garten drin. Ich bin jetzt in Paxa angekommen, habe einen Kaffee mit riesigen Eiswürfeln bekommen. Das ist richtig schön, wir haben halt wieder 35 Grad, es ist so heiß. Da steht die Honda, das ist unser Hotel mit diesem, ja, wirklich wunderschönen Garten. Ja, der Max ist gerade im Bus. Er wird uns mit länger brauchen, hier anzukommen, aber ich genieße es einfach mal hier, den wunderschönen Garten und den Kaffee, den riesigen Eisplatz. Ich habe jetzt auch schon eine SIM-Karte gekauft. Warum kaufen wir immer SIM-Karten und keine eSIM? Ganz einfach, ich finde eSIMs funktionieren einfach nicht. Ich war jetzt in so vielen Ländern, habe genügend eSIMs versucht. Es ist einfach viel teurer und es funktioniert meistens nicht, weil also in jedem Land, jetzt ist es jetzt nicht nur in Ostasien, sondern wirklich auch in den Stan-Ländern, also überall, selbst in Afghanistan gibt es überall Handyläden. In jedem etwas größeren Dorf gibt es mindestens ein Handyland, da kannst du dir immer SIM-Karten kaufen. Ich habe jetzt hier in Laos für 5,90 € habe ich jetzt eine SIM-Karte plus 40 GB bekommen, also das ist halt super billig. In Kirgisistan haben wir auch nur 10 € bezahlt für Unlimited, also es ist deutlich billiger wie eine eSIM und es funktioniert halt wenigstens. Das lokalen Anbieter, die Mitarbeiter stellen das für alles für dich ein, dass es dann wirklich funktioniert und wenn du ein Problem hast, die sind ja überall die Läden, du kannst einfach in den Laden gehen, dann hast du kein Problem mehr danach. Und bei eSIMs, wir hatten oft Probleme, die sind halt oft sehr teuer. Und oft gibt es dann ganz fieses Kleingedrucktes, zum Beispiel, dass man keinen Hotspot anmachen kann. Was halt echt blöd ist, wenn du eine SIM-Karte kaufst und keinen Hotspot machen kannst. Oder dass deine Daten gedrosselt sind. Das hatten wir auch in der Türkei mit einer eSIM. Da stand im Kleingedruckten, dass die nur nachts ihre volle Geschwindigkeit hat und tagsüber gedrosselt ist. Das ist halt einfach, ja, bezahlt man halt einen Haufen Geld für diese eSIMs und am Ende funktioniert es nicht. Und dann im Irak hatten wir auch eine, die hat gar nicht funktioniert. Und ohne Internet konnten wir natürlich auch dem Anbieter nicht schreiben. Und deswegen sind wir halt auch ohne Internet durch den ganzen Irak gefahren. Und da haben wir einfach aufgehört. Lokale SIM-Karten machen wirklich viel mehr Sinn, sind viel billiger. Das ist ein Tipp von uns. Ja. Man muss nur 5 Minuten da stehen, mit denen reden und ein Foto machen, das war's. Ich bin jetzt schon seit 9 Stunden mit dem Bus unterwegs, bin jetzt an der Grenze hier in Laos endlich angekommen. Also eingereist, es war ein Riesenstreit gerade wegen den Gebühren von $2, wo die wollen, was halt offensichtlich ja Korruption ist. Ich habe das jetzt nicht bezahlt, ich habe den Stempel bekommen, aber das war eine sehr lange Diskussion. Ich bin jetzt endlich eingereist hier in Laos, nach 9 Stunden Busfahrt. Jetzt geht es noch weiter nach Paxa, nochmal 2 bis 3 Stunden. Ich habe mich richtig abgefuckt an der Grenze, weil die Korruptionsgebühren von $2 haben wollen.
welches es halt einfach nicht gibt und ich habe mich geweigert. Da habe ich den Schalter zugemacht, mich davor gestellt, dann hat mich der Grenzbeamte mit einer Schere geschlagen. Richtig krass, richtig asozial. Das ging wirklich lange hin und her jetzt. Ich bin ja auch mit der Busgruppe unterwegs, ich habe jetzt nicht so lange Zeit. Da sind noch nicht alle durch, ich war ganz am Anfang zum Glück. Ja, ich bin jetzt reingekommen, ohne die Gebühr zu zahlen, aber es war wirklich krass. Das war richtig asozial, war der Beamte. Ich habe es jetzt auch endlich nach Paxe geschafft. Nach über 12 Stunden ging jetzt die Busfahrt, 4 verschiedene Busse. Ausreise Kambodscha war richtig einfach, auch ohne Motorrad bin ich ja ausgereist, aber eingereist war gar kein Problem. Oha, krass, war gar kein Problem. Nur Laos Einreise, ja, wieder mit den korrupten Grenzbeamten, da war ein Riesenproblem, hat auch echt lang gebraucht. An der Grenze allein waren wir fast 3 Stunden. Aber egal, jetzt bin ich hier, wir haben es geschafft. Jetzt muss ich nur noch irgendwie zum Hotel kommen, weil Taxi gibt es ja irgendwie keins. Und dann ist der Tag endlich vorbei. So, den ganzen Tag sitzen wir jetzt schon hier rum, nachdem der Marc gestern Abend hier ganz fröhlich ankam. Nach einer ewig langen Busfahrt. Ja, war nicht so spaßig auf jeden Fall. Nee, aber es gibt noch mehr Bus. Dafür ist er wirklich wunderschön. Schon Nachmittag, den ganzen Tag bin ich in meinem Thailand-Papier beschäftigt, wenn der Markt nach Motorrädern sucht in Deutschland, aber auch nichts gefunden hat. Ich habe jetzt meinen internationalen Fahrzeugschein bekommen, den konnte ein Kumpel von mir abholen. Glück, alles geklappt, also zum Glück wirklich gut gegangen, aber ich habe ihn dann heute früh abgegeben und da haben sie auch wieder Probleme gefunden mit dem Fahrzeugschein, weil halt das Amt die Motornummer nicht eingetragen hat und die wird halt einfach in Deutschland nicht eingetragen. Also in Deutschland nutzen wir halt die Motornummer nicht, also auch im Fahrzeugschein ist ja nicht drin. Hat nochmal Probleme gegeben, habe ich abgelehnt. Jetzt haben sie beim TÜV-Zertifikat abgelehnt, weil sie sagen, beim TÜV-Zertifikat fehlt diese Überschrift Technical Inspection Certificate. Dass sie jetzt durchkommen, ich bin mir ganz sicher, nachdem jetzt meine Papiere bestimmt schon 15 Mal abgelehnt wurden, wegen irgendwelchen Gründen, die gar nicht wirklich existent sind, werden die das wahrscheinlich wieder ablehnen, die werden irgendwas anderes finden. Es ist echt ein Kampf, da reinzukommen. Ist einfach nur bescheuert alles.